Ja Leute, was geht? Ich bin Zero Becky und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video hier aus Südkorea. Ich bin ja momentan hier in Seoul, Südkorea und ihr habt euch unter anderem auch Vlogs gewünscht. Ich dachte mir, warum vlogge ich nicht heute den ganzen Tag? Weil so einiges steht an und zwar Sightseeing. Ich wollte mir auch auf jeden Fall den Palast anschauen. Der soll angeblich riesig sein und ultra schön und da wollte ich unbedingt mal hin. Dann virale Foodspots abklappern, natürlich. Also Becky ohne Essen geht gar nicht. Und natürlich auch noch shoppen. Dann nehme ich euch auch noch mit. Mal gucken, ob ich alles schaffe, was ich mir vornehme. Ich versuche es, Leute. Aber die Stadt ist einfach riesig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist wirklich riesengroß. Also Hamburg, denkt man ja zum Beispiel, ist schon eine Großstadt. Aber Leute, dagegen ist Hamburg ein Dorf. Und dazu kommt ja auch noch die Sprache. Leute, ich kann kein Koreanisch. Aber dafür können die Leute hier ziemlich gut Englisch, würde ich jetzt mal meinen. Also bislang hatte ich gar keine Probleme, mich irgendwie zu verständigen auf Englisch oder verstanden zu werden. Das war in Japan zum Beispiel ganz, ganz anders. Aber trotzdem, sich zurechtzufinden mit den Straßen und Schildern und so, ist eine Challenge, Leute. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Lust habt auf mehr Vlogs von hier, mehr Challenges oder vielleicht auch mehr Spooky-Videos. Let's go! Dieses Café ist ein bisschen so traditionell koreanisch angehaucht, würde ich mal meinen. Also es sah ein bisschen so aus, aber guckt euch bitte das ganze Gebäck an. Oh mein Gott, ich konnte mich so schwer entscheiden. Alles sah verdammt lecker aus, findet ihr nicht? Das war nachher meine Ausbeute. Ich habe mir extra viel geholt, um das für euch zu probieren. Das war am viralsten übrigens, die beiden letzten da. Das Croissant hier war mit weißer Schokolade und Pistazie und war so verdammt lecker. Eigentlich alles, was ich probiert habe. Also ich kann alles empfehlen, sagen wir es mal so. Einiges war ein bisschen leckerer als das andere, aber Qualität einfach 1A und das Geld wert. Es war ein bisschen teurer als sonst, aber trotzdem ein bisschen wie deutsche Preise. Ich war jetzt gerade in dem Onion-Café drin und leider konnte ich da drin nicht reden, weil die Musik einfach viel zu laut war, aber ich muss ehrlich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dennoch sind da nicht unbedingt viele Locals, würde ich jetzt mal meinen. Also viele Touris. Also es ist eher so ein Touri-Spot. Nein, auch wegen den Preisen. Es ist nicht unbedingt das günstigste und ich glaube, deswegen gehen auch nicht so viele Locals dahin. Ein paar sitzen da, aber die meisten sind Touristen. Aber trotzdem, alles war sehr lecker. Ich liebte die Pizza, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und den Kuchen, den gehypten Kuchen, der war auch richtig gut. Und die Portionen sind mega groß. Also eigentlich reicht auch schon, sich ein Teil zu holen und das zu teilen und dann was zu trinken. Reicht vollkommen aus. Aber ich wollte ein bisschen mehr probieren für euch und weil es halt so gehypt ist. Aber ja, jetzt werde ich ein bisschen hier rumlaufen und mir die Gegend anschauen, weil hier sind auch irgendwie ganz viele Läden und kleine Cafés und so. Guckt mal, wie süß das aussieht. So ein bisschen altmodisch. Das mag ich total. Und ich glaube, hier in der Nähe ist auch der Palast, wo ich unbedingt hingehen wollte. Aber guckt mal, wie süß. Oh, voll der cute Laden. Und ab zum Palast. Es gibt wohl zwei hier, aber der hier war näher dran und hier ist irgendwie weniger los. Deswegen gehen wir einfach hier rein. Ich habe gefragt, die sollen beide eigentlich gleich sein. Also, let's go. Für den Geheimgarten muss man bezahlen. Für den Palast heute nicht, weil irgendwie Kulturtag ist. Ich habe Glück gehabt, aber es wären auch nur 3 Euro gewesen. Auf jeden Fall, wow, sieht richtig groß aus. Okay, ich glaube, hier ist das Hauptgebäude und das sieht so schön aus. Und jetzt auch der Vorplatz hier, der ist auch richtig groß. Wir haben einige noch die traditionellen Kleider an, so schön. Das ist ein anderer Stadtteil. Hier wollte ich sowieso schon mal hin. Aber auch, weil es hier wohl eine Bäckerei gibt mit speziellem Salt Bread. Das soll besonders lecker schmecken und ist ultra gehypt. Mal gucken, ob es den Hype wert ist. Leute, also wenn man das aus Deutschland nicht testet, dann weiß ich auch nicht. Also wir sind ja die Meister in Brotbacken gefühlt. Wir lieben ja Brot bei uns. Deswegen mal gucken, wie es da so ist. Und tada, Leute, ich habe ihn gefunden. Ich habe jetzt hier meine Salt Breads, das sind 4 Stück drin in der Packung. Die kosteten 12.000 Won, man konnte die nur im 4er-Pack kaufen.
Aber ich bin jetzt mal gespannt, ob die so lecker sind. Aber die rochen auf jeden Fall schon mal mega. Und das ist einfach nur dieser kleine Laden da in der Ecke. Total unscheinbar. Ich glaube, die sind noch ein bisschen warm. Auf jeden Fall kam gerade Frische, als ich die geholt habe. Und jetzt auf einmal ist eine mega Schlange da. Also ich hatte echt Glück. Wieder mal. Genauso auch beim Onion Café. Leute, guckt euch das an. Tada! Mal gucken. Jetzt gibt es den Taste-Test. Außen ist es so ein bisschen knusprig, habe ich das Gefühl, und innen weich. Also schmeckt für mich wie Croissant, wie Buttercroissant bei uns. Vielleicht ein bisschen mehr chewy als so flaky. Es ist auch irgendwie null salzig bislang. Also hier ist so ein bisschen Salz, aber habe ich noch nicht geschmeckt. Ich will es einfach bitte um mich herum auf einmal los. Also ich finde, es schmeckt lecker. Man kann es mal probieren. Wenn man Zeit hat in Seoul, macht das. Ansonsten vielleicht skippen und ein andermal machen. Ich finde, für uns in Deutschland ist es halt nicht so besonders, weil unsere Supermarkt-Croissants kommen auch ziemlich gut daran. Aber Leute, es ist nicht schlecht und es schmeckt sehr, sehr lecker. Vielleicht, wenn man längere Zeit hier ist und Bock hat auf deutsches Brot, deutsches Style-Brot oder so, oder man aus Amerika ist oder so, dann ist das echt nice. Aber ja, ich finde, sowas können wir auch bei uns essen. Also ich habe einfach den krassesten Jetlag überhaupt und das sieht man mir, glaube ich, auch an. Ich fühle mich müde, ich sehe müde aus. Und egal, was ich mache, ich krieg's nicht weg. Leute, guckt euch mal diese Marshmallows an zum Campen. Wie cool sehen die denn aus? Voll 10 von 10 cute. Ich lieb's ja, wie hier überall solche kleinen Fotoläden sind. Und dann kannst du da Bilder machen aus verschiedenen Perspektiven, auch in Styles. Voll nice. Ich habe mir jetzt ein bisschen Schminke gekauft, einmal bei Hinz und Skincare bei Innisfree. Hinz kannte ich gar nicht, aber das sah so schön aus, da dachte ich mir, ey, da muss ich zuschlagen. Und jetzt werde ich ein bisschen hier noch rumlaufen und danach werde ich nach Gangnam fahren, denn das sollte eigentlich nicht so weit weg sein. Mal gucken, was es da so gibt. Da gibt es, glaube ich, auf jeden Fall diese Buchhandlung, diese typische, vielleicht habt ihr ja schon mal gesehen. Ganz viele machen da immer Bilder und zeigen das in Videos und so. Heute Abend geht es auf jeden Fall nach Hongdae, Leute. Ich glaube, da geht es so richtig ab. Das ist alles so schön hell und bunt und Neon-Signs. Und das ist voll meins. Und ich wundere, warum ich mit einem Regenschirm rumlaufe. Das ist kein Regenschirm, das ist ein Sonnenschirm. Weil die Sonne knallt extrem und es wird immer heißer und hier gibt es kaum Schattenplätze. Und ja, das braucht man einfach in Asien, auch in Japan. Du brauchst einen Sonnenschirm. Ich habe Yang Hee gefunden. Was ist mit ihren Augen los? Oh mein Gott, was macht Bernhards Bruder hier? Leute, der sieht ein bisschen schlapp aus. Ich muss ganz hier hoch und tada, da ist Gangnam. Ich bin jetzt in Gangnam angekommen. Das erste, was mir aufgefallen ist, hier sind verdammt viele Hochhäuser. Hier muss man die ganze Zeit nach oben gucken. Und hier ist es richtig sauber. Vielleicht werde ich auch noch hier was zum Mittagessen oder so. Mal gucken, was es hier so Leckeres gibt. Und ich würde sagen, let's go, ab durch Gangnam. In der Starfield Bücherei angekommen, die super bekannt ist. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen. Alle fahren immer diese Rolltreppe da hoch. Und ja, hier sind verdammt viele Bücher. Aber ich habe es mir irgendwie größer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Also ich dachte, das sei viel, viel riesiger. Also es ist ziemlich klein und das, was man hier vorne sieht, das war es eigentlich auch schon. Aber ich liebe ja dieses riesige Buch hier. Das sieht so cool aus. Aber es ist wirklich schön gemacht. Da wollte ich unbedingt rein und die haben da so viel Sonny Angels. Oh mein Gott, ich drehe durch. Ey, der Laden war so toll, Leute. Die hatten einfach mal richtig viele Sonny Angels. Ich musste also direkt zuschlagen, weil ihr wisst, ich liebe meine Sonny Angels und Smiskies und so. Und die hatten so viele andere süße Sachen. Ich konnte einfach nicht, Leute. Ich konnte einfach nicht. Ich liebe süße Sachen. Manchmal fühle ich mich ja schlecht, ne? Aber es macht mich glücklich. Also alles, was mich glücklich macht, ist dann doch in Ordnung, oder? Leute, die haben einfach mal so süße Pyjama hier. So cute.
Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie süß will bitte etwas aussehen? Jetzt bleibe ich auch noch bei Pyjamas hängen, Leute. So schlimm ist es schon. Oh mein Gott, guckt euch bitte den Kuchen an. Also die Kuchen, Leute. Regenbogenkuchen. Und das sieht so nice aus. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Irgendwie so eine Teigtaschensuppe. Die habe ich mir jetzt bestellt. Das ist so ein Set. Und zwar hier, guckt euch das an. Das ist einfach mal eine riesige Suppe. Und hier sind die Teigtaschen. Und hier ist noch Reis, das kam dazu. Und Fett-Kimchi. Alter Schwede, das sind solche dicken Stücke. So lecker. Oh mein Gott, ich liebe Kimchi, Leute. Das kriegst du hier einfach überall dazu. Aber die duftet verdammt gut. Das ist voll die leichte Suppe. Ich würde sagen, das kann auch jeder irgendwie essen. Schmeckt überhaupt nicht so krass intensiv oder so. Natürlich sollte man nicht Gangnam verlassen, wenn man nicht das hier besucht hat. Und zwar diesen Ort hier. Und seht ihr die Hände? Leute, das ist die Statue quasi für den Gangnam-Style, für Psy. Das muss man besucht haben. Da machen auch so viele Leute Bilder, vor allem Touris. Das ist so lustig. Ich bin jetzt zurück im Hotel, aber nur kurz. Ich wollte nämlich eben meine Sachen hier zurückbringen, bevor ich die jetzt mitschleppe, weil darauf hatte ich so gar keine Lust, Leute. Ich wollte jetzt nämlich los nach Hongdae und mal gucken, was da so abgeht, was es da so gibt. Vielleicht werde ich da ein bisschen auch noch mal in den Läden schauen. Vielleicht sind da auch noch irgendwie Straßenkünstler oder so. Es gibt irgendwie einen Stadtteil, wo mehrere Leute so Musik spielen oder tanzen. Ist das da? Ich hoffe ja, weil darauf warte ich die ganze Zeit. In Myeongdong habe ich nur einen gesehen, der so gesungen hat, aber ansonsten gar nicht. Also ich hoffe, ich sehe dort Leute, die da tanzen und singen und so. Ich habe da mega Lust drauf. Und vielleicht werde ich da auch noch was zu Abendessen mal schauen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Kurzer Haul, ganz, ganz kurz. Ich habe mir solche Figuren hier geholt. Die habe ich irgendwie schon öfters hier gesehen in Korea, beziehungsweise auch so Korea-Vlogs halt. Und dann bin ich über so einen Store gestolpert und da hatten die das einfach mal. Wie süß ist das bitte? Dann habe ich mir noch so Sticker mitgenommen, weil ich sammle so Sticker zum Journal. Aber ich habe mir noch Sonny Angels hier mitgenommen. Die habe ich gar nicht in den anderen Läden gefunden. Deswegen mussten die auch noch mit. Und ja, die fand ich hier auch so süß. Das hat mich irgendwie an Fluffy erinnert, Leute, obwohl es Malteser ist. Aber ich liebe Malteser. Aber ja, das ist meine kleine Ausbeute. Kleine. Leute, kein Krimskrams mehr für mich. Ehrlich, ich brauche ein Verbot. Verbietet es mir bitte in den Kommentaren. Weil das ist nicht mehr normal. Aber Leute, ich habe einen Labubu gefunden. Der war so nice und noch andere Figuren, okay? Egal, ich bin nur einmal hier. Und ich bin jetzt wieder zurück in der Unterkunft aus Hongdae. Da war ich ja zuletzt. Ich habe euch ja die Gegend so ein bisschen gezeigt. Ich hatte aber keine Kraft mehr nachher zu reden. Ich war noch bei PopMart drin und dann bin ich so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe mir alles angeschaut. Da waren super viele virale Foodspots, Leute, auch so ein Mega-Eis. Ey, das war so riesig. Und dann habe ich noch was gegessen, zu Abend schnell. Ich habe mich einfach random irgendwo reingesetzt, habe was Koreanisches gegessen. Und dann bin ich auch wieder zurückgefahren. Ich war richtig K.O. Leute, der Jetlag kickt so hart. Und die Musik ist da extremst laut. Da sind super viele am Tanzen, so K-Pop-Tänze nachtanzen. Da kann man sich wohl auch Wünsche äußern, zu welchen Song die das machen sollen. Und da sind welche, die singen. Und das ist so cool, Leute, das mal in Real Life zu sehen. Das habe ich sonst immer nur so in Videos gesehen oder davon gehört. Aber ich habe noch nie das in Real Life gesehen. Deswegen, das war schon irgendwie sehr nice. Und ich liebe es einfach, wie man sehen kann, dass die Leute so eine richtige Leidenschaft für etwas haben. Und ja, ich war ja bei PopMart drin, Leute. Und ich glaube nicht, was ich gefunden habe. Und das ist eigentlich fast unmöglich, ja. Ein Labubu, Leute! Der ist einfach mal gelb mit so einem Herzchen und so plüschig. Und ich glaube, das ist ein bisschen gerade am Reflektieren mit der Lampe und so. Aber der ist so schön, Leute. Das ist so ein super süßer Labubu. Ja, auf jeden Fall, ich bin so stolz gerade drauf. Ich habe mir so viel Krimskrams hier geholt. Mann! Wollt ihr ein Haul sehen? Schreibt es mir mal gerne. Unten rein, schreibt mir mal, Becky, wir wollen ein Haul. Dann weiß ich Bescheid, dann zeige ich euch zu Hause alles, was ich mir geholt habe. Leute, das Licht ist ausgegangen. Hallo?
ist ausgegangen. Seht ihr mich noch? Warum ist das Licht ausgegangen? Hallo? Gerade eben war noch so ein Licht da hinten an dem Flur. Ist da jemand? Leute, ich muss mein Handy suchen. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Wo ist mein Handy überhaupt? Nur der Wecker ist da noch an. Also diese digitale Uhr, Leute. Und es ist nach Mitternacht. AM. Also ganz früh morgens quasi 0 Uhr 36. Es ist Geisterstunde. Das hört sich so an wie das Wein von Ballerina Cappuccina. Sag mir nicht, die hat mich hierher verfolgt. Letztens sind ja schon merkwürdige Sachen vor sich gegangen. Und jetzt wieder? Alter, ich bin zu müde für so ein Zeug. Hallo? Es geht nicht. Es leuchtet rot. Ich drücke drauf. Es geht nicht. Alles war normal. Nichts anderes ist passiert. Nichts Gruseliges oder so. Bis jetzt. Wer kann das weinen, Leute? Woher kam es? Habt ihr eine Idee? Dann schreibt es unbedingt unten in die Kommentare. Aber ich würde sagen, ich versuche jetzt hier irgendwie wieder das Licht anzubekommen. Aber ich breche ab. Warum geht das Licht hier nicht mehr?